Heute dreht sich bei uns alles um Fitness. Nein, Quatsch, ich möchte aber mit euch über eine App sprechen. PB Fit ist noch im Entwicklungsstadion, aber kurz davor, die Weltherrschaft an sich zu reichen. Dafür habe ich mir die Ramona eingeladen und die ist jetzt gleich hier bei uns. Ramona, ich kenne dich schon ein bisschen länger. Ich habe dich damals nur spielend getroffen, unten aus dem bayerischen Raum. Ja. Mittlerweile seid ihr aber in die Programmierung gegangen, in die App-Entwicklung. Aber kurz zu dich, kannst du dich mal kurz vorstellen und wie bist du damals zum Paintball gekommen? Oh, wie bin ich zum Paintball gekommen? Ich bin Ramona, komme aus der Nähe von München und bin zum Paintball gekommen. Ich glaube, das war nach einem Abendessen und dann sind wir irgendwie spontan noch in Rosenheim in die Paintballhalle gedriftet und hatten noch einen halben Spaß und dann war irgendwie für mich klar, Moment mal, ich bin klein und irgendwie habe ich hier einen Vorteil, das war das erste Mal und dann war sozusagen der Beginn geebnet. Ich hatte einen Bekannten, der hat schon gespielt, da konnte ich mir dann erstmal ein bisschen Equip ausleihen und ja, dann ging das relativ schnell. Und dann hat sich die Liebe gepackt zum Turnier Paintball. Ja, hat sie. Wie lange hast du gespielt? Und ich habe gespielt das erste Jahr Verbandsliga, damals noch in Eiting. Habe mich dann das Jahr drauf in die Nazio reinbeworben, bin sogar reingerutscht und durfte dann mit der Nazio Bitburg, Regio und Oberliga bei uns spielen, im Oberliga in Ingolstadt. Das Jahr drauf dann nochmal und dann kam leider meine Schulter dazwischen. Und seitdem geht nichts mehr, weil ich einen Markierer keine 2 Minuten mehr umhalten kann. Und Snake-Spieler mit kaputter Schulter ist ein Handicap, ein großes. Ja. Aber du bist dem Sport nicht ferngeblieben. Du hast dich bisschen im Team hinten auch um noch andere Kulissen gekümmert oder seid ihr direkt ins Marketing eurer Nee. Also die Idee bestand dann, also ich meine, es wird der ein oder andere kennen, man ist verletzt, man will sein Team irgendwie noch ein bisschen unterstützen. Was macht man? Ja, man macht die Pit, man coacht vielleicht am Feld, solche Geschichten. Und ich hatte dann die glorreiche Aufgabe, weil Pit durften immer die Freundinnen machen, die nicht so erfahren im Paintball waren. Und ich durfte dann immer Gegner aufzeichnen. Und dann hatte ich irgendwie so einen Stapel Papier und einen Stift, der dann die Hälfte der Zeit nicht ging und durfte da aufzeichnen wie so ein Wahnsinniger und hatte dann irgendwie so 20 Blatt Papier, die irgendwie in der Gegend rumgeflogen sind. Und ich hatte die Info, konnte sie aber nicht lesen. Und ich dachte mir, warum gibt es denn da nichts? Und das war die Saison 15 und dann ist mein Freund im Januar 16 mit seinem Studium fertig geworden, Informatik. Und dann haben wir beschlossen, okay, jetzt versuchen wir das einfach. Und er hat dann mit der App angefangen. Wir waren... Also im Endeffekt, was soll diese App machen? Was soll die App machen? Also die Grundidee, wie ich schon gesagt habe, ist vielleicht rausgekommen. Man zeichnet da den Gegner auf und das einfacher zu machen, das war die absolute Grundidee. Es hat sich dann so im Test und mit den Spielern, mit denen wir in Kontakt sind, ergeben, das ist zwar ganz nett, aber wenn ich schon so ein Tool habe, möchte ich das vielleicht noch und dieses und dieses und dieses und dieses und dieses. Und jetzt sind wir doch ein bisschen angewachsen und ja, deswegen, was macht sie? Layouts erstellen, benennen, Sachen bezeichnen, die ich eben brauche, auf dem eigentlichen Layout, so wie es veröffentlicht wird. Dann die Möglichkeit, den Gegner aufzuzeichnen, den Gegner zu analysieren. Dann die Möglichkeit, die eigenen Breakouts, Gameplans, jeder nennt es anders, zu erstellen, inklusive den ganzen Schusskanälen. Was mache ich? Ich habe 3 verschiedene Breakouts, wie arbeite ich damit? Dann haben wir die Möglichkeit, das eigene Team komplett anzulegen. Das heißt, jeder einzelne Spieler hat sein Symbol und kann sich damit identifizieren. Das heißt, wenn ich eine Pit kurzfristig umstellen muss und ihm dann den Plan hinhalte und der sieht, ich bin der gelbe Stern, dann weiß er sofort, was er tun muss. Ja, das ist so der grobe Umriss. Wir haben noch viel in der Hinterhand, aber wir müssen jetzt erstmal auf den Markt. Vielleicht wollen wir es uns mal direkt angucken. Gerne. Weil reden kann man viel darüber. Ja, das klingt immer cool. Das ist natürlich immer viel cooler. Ja. Wir bauen uns einfach mal direkt hier um. Also das ist im Prinzip... Aufnahme starten. Jetzt. So. Also das ist jetzt im Prinzip die App, so wie sie ausschaut. Man sieht schon, farblich sind wir so in das Blau-Orange ein bisschen abgedriftet. Das zieht sich durch. Ist jetzt vielleicht designtechnisch, der eine oder andere sagt, naja, es ist so, bitte nicht rumdiskutieren. Wie schaut die App aus? Wenn man die runterlädt, ist dieses Layout bereits dabei. Das ist direkt mit der App dabei, damit man ein bisschen ausprobieren kann. Das ist Chantilly 2016, vielleicht kennst du der eine oder andere noch.
Und damit kann man dann im Prinzip fast alles machen in der App, wenn man es runterlädt das erste Mal, komplett kostenlos. Man kann nur leider kein neues Breakout abspeichern, Layout, und dann funktioniert natürlich der ganze Rest nicht, wenn ich das alles auf einem alten Layout machen muss. Das Aber ist man kann es auf jeden Fall kennenlernen. Man kann es kennenlernen, man kann alle Funktionalitäten testen. Das Einzige, was sozusagen fehlt, ist, wenn man reingeht, dieser Speicherknopf hier oben, ich weiß nicht, ob man es sieht, und damit kann ich nichts Neues abspeichern, das Thema hat sich erledigt. Das ist die Idee. Wir wollen jedem die Möglichkeit geben, das Ding wirklich zu testen auf Herz und Nieren und erst dann dafür Geld auszugeben. Okay. Und wir wollen jetzt mal gucken, was ist der nächste Schritt. Wir haben ein bisschen Geld ausgegeben und wollen jetzt mal loslegen. Genau. Okay, also kurz noch ein Hinweis, wenn man sich die App runterlädt. Ich hoffe, meine Hand nicht zu sehr im Bild. Wir haben momentan alle Deckungen, die Sub-Air verkauft. Also wir haben so Geschichten wie die Ars, Mini-M, Millennium-M, das ist alles noch drin, Elbows. Das die ist Möhre auch? Die Möhre ist nicht mehr drin, die verkaufen sie nicht mehr. Die verkaufen sie nicht mehr. Die war wohl so schlecht, die ist weg. Ja. Sortiert nach der Grundform, das ist bloß vorne weg. Das heißt, wenn ich auf dem Feld bin, wo halt was rumsteht, was jetzt gerade nicht aktuell ist, es ist da, einfach abhackeln. Das ist nur, damit die Übersicht ein bisschen einfacher ist. Das muss ich immer kurz dazu sagen. So, wir machen jetzt einfach mal ein neues Layout. Chantilly 2017 habe ich schon gebaut für später. Wie gesagt, wir sind noch nicht fertig. Jetzt mag sie. Also das Erste, was passiert, einen Namen bitte eingeben. Ich nenne das Ding jetzt mal krass. Nicht? Ja. Man könnte Feld und die Rastergröße anpassen, wenn man braucht. Gibt es da in der NXL andere? Momentan nicht. Der Weltverband hat alles gleichgestellt, aber wenn es wäre, könnte man umstellen. Super. Wie funktioniert das Ganze? Es ist jetzt natürlich leer, wie man sieht. Auf der rechts oberen Seite, ich muss mir jetzt hier so ein bisschen verrenken, sind die Grundformen der einzelnen Deckungen. Alles, was halt so ein bisschen komisch ist, ist unter der Snake untergebracht. Das sind die eher länglichen. Ich glaube, das ist ziemlich selbsterklärend, die man halt braucht, nimmt man. Ja. So, und jetzt sage ich, okay, ich habe jetzt einen Maya und der steht hier und ich habe einen Tempel und der steht da und da, und dann habe ich vielleicht sowas und ein W und 2, 3 Snake Beams. Also ich glaube, das ist relativ selbsterklärend, wie das jetzt funktioniert hier. Was geht an? Ich sehe schon, du baust nur eine Seite jetzt gerade erstmal auf. Ja, man kann spiegeln, man muss nur 50% bauen. Ja. Wenn man in diesem nicht reingezoomten Modus, also man kann reinzoomen, aber man ist draußen, dann haben wir ein Feature eingebaut, was viele ganz lustig finden. Die Deckungen kleben so an dem Raster dran, wenn man das so ein bisschen sieht. Ja. Das heißt, alle Deckungen, die in der Ecke kleben, schiebe ich mir einfach in die Ecken oder in die Mitte vom Raster, das geht alles. Mein Finger ist nur zu trocken. Und dann Bockwürste sollen auch sehr gut gehen. Also falls ihr im Winter spielt, es ist saukalt, ihr habt Handschuhe an, nehmt euch eine Bockwurst mit. Funktioniert das auch, ja. Funktioniert natürlich auch mit diesen Snakes. Also einfach nur nehmen und da hinschieben. Ja. Das ist jetzt so die grobe Positionierung. Ihr seht schon, wenn ich jetzt irgendwas Dreieckiges habe und es ist von der Position falsch, dann muss ich es ja drehen. Ja. Das geht bei uns, wenn man auf die Deckung geht, kommt hier hinten ein Menü. Damit kann ich rotieren. Seht's da. Sieht man da. Was man auch machen kann, ist hoch, runter, links, rechts. Da habt ihr noch kleine Schritte. Genau. Wir haben aber noch einen Schritt. Wenn ich jetzt reinzoome, werden die Schritte viel feiner. Das heißt, ich kann fein positionieren und mache davor einfach die grobe Position. Okay, warte mal, die Ecke, die Ecke, die Ecke, und positioniere es dann am Ende wirklich fertig. Boah, das geht schnell dann. Das geht schnell? Ich habe es ja vorhin mitgekriegt. Also wir haben das Layout in keine 5 Minuten. Keine 5 Minuten gebaut. Wenn ich jetzt hier positioniert habe, das ist jetzt grausam, aber wir lassen es so, kann ich natürlich auch noch, wir sind noch im Bild, ich bin gerade dagegen gestupst, das Ganze benennen. Das ist jetzt die Big One. Das Ding kann ich natürlich auch bewegen, wo auch immer ich es hinhaben möchte. Also komplett eigene Deckungsbezeichnung kann ich reinnehmen. Alles. Und bin jetzt nicht an diese Abkürzung jetzt zum Beispiel von der Millennium-Serie oder der WPPO gar nicht. Also wenn ich sage, ich möchte meine Backline 1, 2, 3, 4, 5 machen, dann nenne ich sie so. Wenn ich sage, ich möchte A, B, C, D, E haben, geht genauso. Wenn ich sage, ich möchte das Center stehen haben, geht alles. Alles da. Ja. Wir haben noch ein Feature, das ist jetzt aber noch nicht so ganz fertig, da fehlt noch hier so ein bisschen das Design. Das würde ich ganz gerne in Chantilly nachher zeigen. Ja. Wenn das alles fertig ist, drücke ich den Spiegelknopf. Er spiegelt alles rüber, bis auf die Deckungsbezeichnung, weil die macht ja keinen Sinn. Naja, gespiegelt ist das nicht so. Genau, und dann fertig, abspeichern, gut ist. Wir sind momentan noch komplett auf Englisch. Wir haben verschiedene Sprachen, ich glaube mittlerweile 10.
Allerdings ist Spracheneinbauen ein bisschen kompliziert und deswegen werden wir vermutlich die Grundversion erstmal nur auf Englisch raushauen und dann mit einem Update die Sprachen nachschieben. Okay. Springen wir mal nach Chantilly rein, oder? Ja, da haben wir jetzt einmal Frankreich. Wir waren ganz kreativ mit den Namen, wie man sieht, von dem Snake-Eingang über Vault 1, 2, 3, 4. Worauf ich noch hinaus wollte, bitte mit diesen Deckungsnamen nicht verwirrt sein. Dieser Kasten ist nur, damit man weiß, wo man hintatschen muss, um es zu bewegen. Das kann man natürlich alles schieben. Wir haben hier noch ein Feature, bitte nicht erschrecken, das Design passt noch nicht. Man kann Bereiche auf dem Layout die Hintergrundfarbe verändern. Soll heißen, wenn ich jetzt weiß, okay, ich habe einen Blindspot da oder da. Oder zum Beispiel, wenn ich keinen Spieler mehr hinter der Deckung 2 zum Beispiel habe, dann möchte ich das Feld in dem Bereich 1 Million nennen oder solche Geschichten. Ich glaube, jeder Spieler weiß jetzt, worauf ich hinaus will. Farbe auswählen. Dann, ich mache es mal auf der Seite, das ist nicht so voll. Brauche ich ab 3 Punkten geht's. Ich kann auch 4 nehmen. Und jetzt habe ich sozusagen ausgewählt. Und das könnte ich alles noch bearbeiten, aber das ist, wie gesagt, momentan noch nicht so ganz fertig. Man sieht schon, das Design passt noch nicht so. Das ist mit da und das ist auch alles wieder beweglich. Das heißt, ich kann mir wirklich meine Farben einblenden und ich kann das später ein- und ausblenden. Wenn ich es brauche, ist es da und wenn nicht, dann nicht. Okay. Wir haben das Layout, wir haben jetzt eine tote Zone. Die ich nachher wieder rausschmeiße, weil die ist echt grausam da, aber ja, es geht. Gehen wir in den nächsten Schritt. Das heißt, wir machen jetzt zum Beispiel mal eine Breakout-Analyse eines gegnerischen Teams, okay. Die Frage ist, möchtest du was Fake oder möchtest du echte Daten? Also du hast schon welche eingespeichert. Ich habe von der DPL in Solms erste BL-Daten. Dann gucken wir uns das mal an. Da haben wir ja auch vielleicht einige Spielsequenzen sozusagen. Also, wir sind jetzt momentan noch im Layout-Editor gewesen. Layout verändern. Ja. Der Game-Editor ist genau das, was du meintest. Ich möchte das gegnerische Spiel analysieren. Okay. Dann haben wir die DPL in Solms. Wir haben insgesamt ein paar Recordings. Das A war mein Test-Recording, um was zu erklären. Ich habe Breakout, Fast and Deadly, Rough habe ich 11, Rush 2 und Syndicate 6. Ich möchte mal mit Syndicate anfangen, weil da kann ich sehr viel erzählen. Die haben gegen Rain of Fire gespielt. Man kann, wie man vielleicht hier sieht, habe ich den Kommentar eingegeben, ein Towel war dabei. Okay. Kann ich, muss ich nicht. Ja. Da kann man auch so Geschichten wie so 5-Sekunden-Spiele, vielleicht sind die in der Analyse nicht so ganz so wichtig, wer da. Ich kann alle auswählen, ich kann es natürlich auch mit dem Finger machen. Und wenn ich die jetzt übereinander stapel, sehe ich das. Okay, also du hast jetzt, das sind die nach Farben sortiert, die einzelnen Breakouts. Genau, also wenn ich jetzt die rausleite, ist das das erste Spiel. Das erste Spiel ist rot. Okay. Der Spieler hat hier gestoppt und ist dann in die Deckung gegangen. Das zweite Spiel sieht so aus. Dieser Spieler hat es versucht, in den Corner zu kommen. Hat es aber ausgeixt worden. Genau, dieses Symbol heißt, er hat es nicht in die Deckung geschafft, ist er direkt beim Break gestorben. Wenn ich später einen Spieler sozusagen als getroffen markieren möchte, kann ich das auch, aber dann habe ich dieses Symbol nicht, weil das natürlich wichtig ist. Schafft er es überhaupt in den Corner? Ja. Also das ist jetzt im Prinzip das nächste, so geht es weiter. Doppelt. Ja, sieht man. Es ist relativiert, hat es auch einer probiert, da wussten wir nicht genau, wo er hingeht. Ja, aber man sieht die grobe Richtung. Genau. So, jetzt machen wir hier mal genau das, was diese App kann. Ich habe jetzt 6 Spiele übereinander. Ich sehe jetzt, okay, ich kann Tendenzen erkennen, aber so wirklich, spielen wir mal ein bisschen damit. Und genau das ist Sinn und Zweck dieser App. Wenn ich jetzt ein bisschen damit spiele, sehe ich, ich erkenne schon mal den einen Breakout, in welche Richtung es geht. Ja. Schauen wir mal, ob es noch klarer wird. Jetzt ist es fast sehr identisch. Jetzt ist nur noch der neu. Schauen wir mal, was der hier macht. Da muss man jetzt ein bisschen damit spielen. Und dann findet man teilweise, ja, fast, könnte der gleiche Breakout sein. Hier hat er gestoppt, ist dann weitergegangen. Hier wissen wir ja nicht, wo er hin ist. Das könnte Breakout Nummer 1 sein. Dann machen wir mal Rot und Blau weg und spielen uns mal mit den anderen Farben. Na, da haben wir schon fast den nächsten. Ja. Und da ist der nächste. Das weißt du vielleicht mehr, als Sie selber wissen über Ihren Breakout. Das Faszinierende war, ich habe das Ganze, also ich habe relativ in der Früh an dem Tag sowohl Breakout wie auch Syndicate aufgenommen. Hier habe ich noch einen Winkel, weil der interessant war, und den kann man auch rausblenden, und habe das halt aufgenommen. Ja. Moment, wollte ich dann noch zeigen.
Hier haben wir den ersten. Jetzt muss ist aber sehr eng gestartet. ja. Hier, man sieht schon, ja, aber doch anders. Ja, doch, ja. Ah, genau das gleiche. Ja. 1:1 der gleiche Breakout. So, und wenn ich die Rot und Grün jetzt wegnehme und die zwei übereinander lege, habe ich die 2 Breakouts, die an diesem Tag gespielt wurden. Von 4 Punkten. Bam. Wie lange brauchst du? Also wie schnell kriegst du das mit halt? Also wenn jetzt ein Spiel läuft, ich meine, das Breakout ist mit das Schwerste, da passiert in den ersten 7 Sekunden Alles? alles. Ja. Wir können es einfach mal spaßeshalber machen. Wir gehen jetzt mal in Chantilly rein und wir haben die Youngsters angelegt, die gegen alle anderen spielen. Die spielen gegen alle. Und jetzt sagen wir, okay, die starten und wo laufen sie denn hin? Der erste läuft hier hin, wir haben einen im Center, der andere läuft in diesen komischen Irgendwas-Corner. Der nächste läuft hier hin und wir haben einen Wallrunner. So. Das kann ich, sobald das Spiel vorbei ist, gebe ich noch die Info, wurde gewonnen, verloren oder was unentschieden. Um eben, wenn ich genügend Punkte wenn ich genügend Aufzeichnungen habe von dem Gegner, werde ich feststellen, es gibt Coaches, die zum Beispiel, wenn sie zweimal hintereinander einen Punkt abgegeben haben, umstellen. Und wenn ich genügend Daten habe, sehe ich das. Ja. Und wenn ich dann sehe, okay, ich habe gerade zweimal gegen diesen Gegner verloren. Du hast gegen die gewonnen. Ja, meine ich, danke. Also ich habe das jetzt gemacht. Ja. Ich kann mir natürlich, wenn ich brauche, die Labels einblenden. Das ist ganz nett, wenn man coachen darf. Ja. Bei der einen oder anderen Liga darf man es ja noch. Jetzt sagen wir mal, okay, die haben gewonnen. Ich könnte jetzt den Kommentar eintippen, wenn ich möchte. Überlegend. Ach nee, das ist jetzt der Gegner gewesen. Das waren jetzt ja alle. Genau. Jetzt sagen wir, die spielen nochmal. Und jetzt starten sie natürlich von der anderen Seite. Ja. Ist ja logisch. Dann schmeiße ich meine Spieler halt auf die andere Seite. Wenn ich jetzt an der Tribüne stehe und feststelle, Moment einmal, die Snake-Seite ist auf der anderen Seite. Flupp. Bam. Bam. So einfach mein geht's. Gott, ihr habt echt viel Köpfchen überall zusammen. Dann haben wir noch, noch ein Feature, das ist dieser Knopf hier, der mittlere. Wer kennt es nicht, kommt zum Feld, macht Field Reading und stellt fest, warte mal, die Deckung hier steht auf der linken Seite ein Stückchen weiter drin wie auf der rechten. Dann kann ich das da auch machen. Cool. Unser Layout steht halt jetzt perfekt, deswegen macht es keinen Sinn. Wir haben es gut gemacht. Ja, wir haben es sehr gut gebaut, aber das würde auch noch gehen. Das heißt, ich sehe dann, okay, warte mal, wenn die von links gestartet sind, dann haben die immer diesen Kanal geschossen, weil das geht da. Würde auch gehen. Okay. Gut, also mal angenommen, die laufen jetzt auch wieder. Man sieht schon, das ist wirklich sehr, sehr intuitiv. Was ich noch gar nicht gezeigt habe, was ich machen kann. Wo schießt der Mensch hin? Okay. Geht auch, wenn ich mich vermale. Dann male ich es halt nochmal. Wenn mein Finger nicht so. Ich brauche doch eine Bockwurst. Und dann kann ich nochmal malen. Das Problem ist jetzt mit diesen Daten, wenn ich diese Daten jetzt stapel, jetzt mal angenommen, die haben verloren, erkenne ich keine Tendenzen, weil das keine echten Daten sind. Das klingt jetzt ein bisschen lustig, aber ich sehe jetzt nichts. Man muss tatsächlich mit den Daten spielen. Ich möchte jetzt hier nochmal kurz zu DPL zurück von der ersten. Ich habe jetzt hier ROF 11 Recordings. Wow, okay. Ich habe jetzt alle ausgewählt. Das sind jetzt 11 Spiele von ROF übereinander. Okay, das sieht nicht ganz so... Ja, ne? Hey, ihr müsst euch mehr anstrengen. Was ist das? Hier auf der Seite, die rote Hintergrundfarbe heißt, Sie haben den Punkt verloren. Okay. Grün ist, Sie haben gewonnen. Man kann natürlich hier hin und her scrollen. Wenn ich jetzt sage, okay, warte mal, der orange Typ, der hat das einmal gemacht, in 11 Begegnungen. Wie wahrscheinlich ist es, dass er nochmal in den Corner rennt? Okay, also ich tippe den Orangen an und ich habe schon wieder so trockene Finger. Was geht? Das ist die Aufregung. Eigentlich müsstest du feuchte Finger haben. Man sieht jetzt hier, das passt momentan noch nicht. Erstens kommt gar nicht raus, wo ist welcher Bubbel, da sind wir noch am Arbeiten. Noch ein bisschen. Die würden umgefärbt werden und dann der erste wieder gelb, die andere Werte würden runterfahren und dann würde ich sehen, wenn ich diesen Bubbel ausblenden will, muss ich den nehmen, dann kann ich wieder zuklappen und der verschwindet. Das ist, wenn ich so einen total crazy Move drauf habe, den ich überhaupt nicht für die Analyse brauche, dann schiebe ich mir den einfach raus. Ja. Macht es in der Analyse leichter. Ja. Warum nicht einfach von oben nach unten? Der oberste ist der oberste. Weil jeder anders setzt. Aber trotzdem im Nachhinein, wenn ich jetzt hier wieder stehen habe, dann hätte ich ja alle 5. Ist programmatisch ein wenig schwierig. Okay. Würde jetzt mein Entwickler sagen. Sagt so, nur grafisch könnte man das, aber ja. Ich möchte ganz kurz in
Ich glaube mir mal das ganze Ding ganz kurz. Ja, ich bin gleich wieder da. Ja, der schöne Schaumstoff. Ist geheim. Nein, es wird nicht geheim. Ich weiß noch nicht, was für Fotos ich noch auf dem Tablet habe. Also könnte es geheim werden. Nein, ich weiß ja nicht, was da so drauf ist, ne? Ja. Ich habe mir den Spaß gemacht und habe Bitburg im Nachgang analysiert. Ich hoffe, man sieht so halbwegs. Zack. Ja. Also das habe ich gemacht, nachdem Bitburg vorbei war, bin ich abends im Bett gesessen, habe Facebook angemacht, der Livestream ist ja verfügbar und habe, ich weiß nicht, 2, 3 Stunden mir angeschaut und habe mit aufgezeichnet. Das sind CPL-Teams. Ich kann jetzt nicht sagen, welches Team welches ist, weil das habe ich alles gelöscht. Das sind jetzt unterschiedliche Teams. Einfach nur übereinander gestapelt, ohne wirklich Analyse betrieben zu haben. Aber man sieht massive Unterschiede. Also das ist jetzt ein Team und das ist ein Team. Das ist ein Team. Das ist ein anderes Team. Anderes Team. Okay. Hier sehr schön. Zweimal den Corner probiert, zweimal nicht in den Corner gekommen, nie wieder den Corner probiert. Nie den Corner probiert. Von, ich glaube, 8 Spielen haben sie einmal die Snake probiert. Wie wahrscheinlich ist es, dass sie es nochmal probieren werden? Ich glaube, ich kann mir die Knifte, die diesen Kanal zuhält, einfach mal sparen. Das stimmt. Ja, das ist Sinn und Zweck. Die sind total cool. Das ist mein Lieblingsteam. Wer das ist? Nein, könnten wir aber rausfinden. Ja, wenn man sich jetzt wieder die Spiele noch anguckt. Das aber ist, wer läuft so? CPL-Team. Ja, ich weiß es nicht. Worauf ich hinaus will, das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel. Wir haben ja jedes Spiel in einer Farbe eingefärbt. Rot, erstes Spiel gelb, zweites Spiel grün, drittes Spiel. Und wenn ihr jetzt mal guckt, ist immer ein Bubbel in einer anderen Farbe. Das heißt, 4 Mann waren fix und einer durfte rumlaufen. Und wenn ich natürlich 4 von 5 Deckungen weiß, also Entschuldigung, 4 von 5 Deckungen ist mal eine Ansage. Ja, dann weißt du auf jeden Fall, was gemacht wird, wo du hinschießen musst. Ja, total toll. Ja, ein CPL-Team. Ein sehr defensiv spielendes, vielleicht Franzosen. Ich weiß es nicht. Also man sieht Unterschiede. Nie den Snake Corner probieren. Okay. Das wollte ich einfach nur mal so dazwischen schieben, weil ich brauche die Daten, um es zeigen zu können. Lass uns noch mal kurz reinspringen. Ich will ein eigenes, also einen eigenen Breakout. Du willst jetzt für dein Team den Breakout planen? Ja, genau. Okay, jetzt müssen wir hier wieder ein bisschen positionieren. Pass auf. Also, das Erste, was du machst, also die App ist ja für einen Coach geplant. Die ist nicht für den eigentlichen Spieler, ist für den Coach in jedem Team geplant. Ja. Das Erste, was du machst als Coach, du legst erstmal dein Team an. Ja. So, da gehst du in den Team-Editor, der Name verrät's. Ja. Und da lädst du jetzt deine Leutchen an. Also einen Spieler kann ich jetzt anlegen. Ihr habt jetzt gerade hier 5 drin. Genau, ich lege jetzt mal noch mich an. Ja. Weil mich soll es ja bitte auch geben. Ich kann zwar nicht mehr, aber ich spiele trotzdem. So, dann klicke ich auf Create. Jetzt ist mein Bubble noch grau. Das bist du aber definitiv nicht. Kein graues Mäuschen. Was möchte ich denn sein? Ich möchte sein ein Sternchen, weil ein Stern ist cool. In Lavendel. Lavendel. Ne, mach mal Petrol. Hier das da? Ne, das ist Petrol. Ja, dann gib mir das doch. Jetzt hast du das grün genommen. Jetzt haben wir Petrol. Hier ja. vorne sieht man es. Man sieht schon, die anderen grauen aus. Man kann jede Farbe Symbolkombi nur einmal machen. Das ist ja irgendwie logisch. Jetzt confirm ich. Jetzt sieht man hier Plays Today. Für was ist das gut? Ich sage, ich spiele, aber Chris spielt heute nicht, weil du bist krank. Jetzt bin ich damit fertig. Man könnte hier noch einzelne Kader anlegen, Verbandsliga, Landesliga. Okay. Mache ich einmal. Das Einzige, was ich dann tatsächlich machen muss, welcher Typ ist denn heute da oder welches Mädel, komme ich jetzt gleich dazu. Jetzt bin ich im Coach-Editor und ich sage, ich möchte mir einen Breakout überlegen. Die Labels kann ich mir natürlich rausschmeißen, weil die brauche ich jetzt nicht. Ja. Jetzt sagen wir, machen einen Breakout. Wie soll der denn heißen? Machen wir einen Snake Breakout. Snake Breakout. Ein Ü-Ei-Breakout. Ein Ü-Ei-Breakout. Eine Ü habe ich sogar da. Ü-Ei. Breakout. Zack. So. Du hast jetzt 5 graue Bobbles, weil wir standardmäßig natürlich von 5 Spielern angehen. Ja. Wenn du 3 Mann spielst, setzt du das in den Settings auf 3 Mann, dann hast du automatisch eine 3 Bobbles, musst du nicht immer rumtun. Okay. Jetzt mal los. Jetzt machen wir los. Also, einfach auf den grauen Kasten und hinmalen, wo die Leute hinlaufen sollen. Na, du hast nicht getroffen. Ja, siehst du? Du hast nämlich das gleiche Problem. Ich muss dazu sagen, mein iPad ist etwas älter. Das ist das erste iPad Mini, was rauskam. Ich glaube, das Ding hat mittlerweile 5 oder 6 Jahre auf dem Buckel.
Warte, jetzt kommt die UI-Überraschung. Jetzt kommt's, gib's uns. Wow, ja, das ist ein Move. Und dann noch drüber hüpfen. Wir sind nicht in. Sehr schön, sehr schön. Also sehr wahrscheinlich, dass dieser Spieler ankommt. Der geht ganz langsam. Das ist eigentlich mehr so ein Deadman's Walk. Ja, so ein Pseudo. Der geht einfach nur so la. Ja, ich verstehe schon. Packt dabei ein UI aus und darum. Jetzt verstehe ich dich. Gut, also wir haben jetzt positioniert, wo sollen die Leute denn hinschießen? Wie mache ich das denn? Tipp auf den grauen Bubbel und jetzt markierst du, wo sie schießen sollen. Du kannst einfach wenn du ziehst, gibt es einen Fächer und wenn du einmal tappst, gibt es nur eine Linie. Die ist aber ein bisschen dünn. Okay. Zack, fertig. Ziemlich simpel, glaube ich. Cool. Welcher ist jetzt der? Nur du hast keinen ausgewählt. Jetzt hast du einen. Lalalala. Ihr könnt hier noch den. Und was macht unser Ü-Ei-Manschgal? Das schießt dann den Center weg. Ne, der geht ja. Der schießt ja gar nicht. Ja, aber er kommt ja an. Ach, er kommt dann an. So nach 2 Minuten. Und dann ballert. Natürlich den okay. Sehr schön. Gut. Wir haben das gemacht. Jetzt möchten wir natürlich Spieler zuordnen. Okay. Der Spieler hier oben, welcher von unseren 5 ist es denn? Also ich bin der Ü-Ei-Latscher. Ja. Das bin ich, bitte. Also das heißt, ich klicke jetzt hier einfach auf den Einfach zack und dann Confirm ja, unten. Cool. Confirm. Player? Nee, jetzt musst du verkehrt drauf. Entschuldigung, warte. Ich muss erst den Player und dann... Du gehst auf Player, dann tippst du hier auf den... Da war das, okay. Confirmen. Du kannst dich ja noch unentscheiden. Übrigens nur so eine Info, dieser Kasten, der jetzt ja mitten über dem W liegt, der geht noch weiter nach links, aber das sind so die kleinen Feinheiten. Das bin doch ich. Ich habe doch gerade was? Immer der grau ist. Ja, siehst du, das ist genau das Problem. Der Kasten wandert noch. Und wie mache ich das jetzt hier weg? Wieder? Du willst jetzt den anderen? Ja, ich will das umändern. Du tippst nochmal auf den Meier und sagst, warte mal, ist nicht der Meier, ist der Gräder. Deswegen musst du aktiv confirmen, weil du dich jetzt die ganze Zeit noch hin und her entscheiden könntest. Ja. Zack. So, das hast du jetzt als Coach, Layout wurde veröffentlicht, du sitzt daheim gemütlich auf der Couch oder und überleg mir was Schönes, so einen tollen Ü-Ei-Move. Und dann sage ich, okay, wenn den übrigens irgendwo einer auf der Mülle spielt, sag mir vorher Bescheid, das gucke ich mir an. Ich dachte, da drehst du ein Video von. Ja, klar. Also. So, wir haben den Ü-Ei-Breakout jetzt gespeichert. Was ich jetzt machen kann als Coach. Ja. Wenn ich jetzt auf das tolle Kamerasymbol gehippe und natürlich die App freigegeben habe dafür, dann, es dauert ein bisschen, es sollte eigentlich so eine Infobox kommen, dass es jetzt gespeichert wurde. Ja. Hast du das Ding als Foto, aber nur das Layout, also dieses ganze Gerümpel außenrum ist weg. Okay, und dann kannst du das einfach per Facebook, WhatsApp in der Gegend rumschicken. Und das heißt, wenn du zum ersten Mal auf dem Layout trainierst, wissen die Leute schon, was sie tun sollen. Bam, sehr cool. So, jetzt ganz kurz noch, du stellst fest, warte mal, wir speichern das Ganze natürlich. Alle live, aber haben ihre Pötte vergessen. Ja. So, wir haben jetzt festgestellt, warte mal. Du bist jetzt doch da. Ich bin doch da. Du bist doch da. Ja, ich habe nur simuliert. Du hast simuliert, du bist jetzt doch noch aufgetaucht. Ne? Jetzt haben wir hier unseren tollen Ü-Ei-Breakout. Und jetzt möchten wir umstellen. Weil eigentlich bist du ja, das ist deine Position. Ja, dann wechsle ich halt einfach. Okay, meine Güte. Wir haben uns ein bisschen Gedanken gemacht. So. Lass uns mal kurz zum Schluss kommen. Wir haben jetzt ja schon wirklich viel vorgestellt. Wir sind aber noch lange noch nicht fertig. Ja, aber lass uns... Wir müssen ein bisschen, du kannst ja schneiden. Ich kann ja schneiden. Ich möchte jetzt wissen, was kostet der Spaß? Wie kriege ich das denn? Genau. Also, wir sind immer noch in der Entwicklung. Momentan fehlt noch diese ganze, wie kauft man die App, weil wir wollen ja ein bisschen Geld dafür haben. Ja, klar. Das fehlt noch, das kommt dann in die Settings, unten kommt der Shop dann damit rein. Momentan kriegt es gar keiner. Okay. Die einzigen, die es halt jetzt schon haben, haben es. Und was wir momentan noch machen, sind CPL-Teams als Werbeträger, sage ich jetzt einfach mal, weil wir ein bisschen Publicity brauchen. Wir sind nur 2, wir sind jetzt nicht irgendwie groß in der Welt unterwegs und wir brauchen jetzt momentan Publicity. Die nehmen wir momentan noch auf. Alle anderen müssen leider bis Release warten. Danach kann man sich das Ding im App Store runterladen, wie gesagt, für laut testen.
Und dann ist die Preisrange zwischen 20 und 30 Euro für ein halbes Jahr, je nach Package. Ja, aber das ist ja... Wir haben es uns mal ausgerechnet bei einem Kiste Paint oder das geilste Layout je planen halt. Wir haben es ausgerechnet, für einen 6-Mann-Kader sind es pro Spieler zwischen 50 und 80 Cent im Monat. Ich glaube, der Preis ist okay. Nimmt mein Geld, nimmt mein Geld. Ja. Sehr cool. Ihr habt euch da was richtig Geiles ausgedacht. Ja, ich hoffe. Ja. Also, wir sind gespannt, wenn wir endlich dann auf dem Markt sind, was passiert. Genau, also sobald es online irgendwo ist, wir werden es euch sagen, ihr findet es auf jeden Fall. Wir werden dann noch ein bisschen massiver noch Werbung machen. Wir halten uns ein bisschen zurück, weil wie gesagt, wir sind noch nicht verfügbar und die ganze Zeit Werbung machen und dann kriegt man es nicht, ist irgendwie blöd. Ne? Habt ihr eine grobe Ahnung? Also, ja, wir sind kurz vorm Ende. Was fehlt momentan ist diese ganze, wie kauft man das Ding in der App? Weil wir gesagt haben, wir möchten es natürlich erstmal kostenlos anbieten zum Testen, weil wir finden das selber nicht so ganz toll, wenn du irgendwas kaufen musst und dann erst feststellst, warte mal, das ist totaler Mist. Und das ist schwieriger, wie wir dachten. Wir dachten, ja gut, da baut man halt so einen Shop ein und Thema ist erledigt. Nicht bei Apple. Es dauert, ja. Auch nur Apple? Momentan reine iPad. Wir werden, sobald wir released haben und die Verkaufszahlen so sind, dass wir sagen, ja, wir können weitermachen, werden wir direkt im Anschluss weiterentwickeln. Wir werden Plattformwechsel machen. Momentan programmieren wir direkt in Apple, in Swift und wechseln dann auf, ich glaube, Unity schimpft sich das Ding. Damit werden eigentlich Spiele programmiert. Kann man das aber auch. Und dann bin ich sozusagen mit beiden Seiten kompatibel und muss dann bloß sozusagen die Shop-Einbindung noch fertig machen in der eigentlichen Sprache. Ja. Das kommt direkt im Anschluss. Okay, aber ich habe dich unterbrochen. Ja, machst du gern. In der App. In der App. Du wolltest was sagen, wie schwer es ist, einzubinden, dass man es testen kann. Ja, du meinst jetzt Beta-Teams, oder? Nee, du hast gerade gesagt, dass man halt, bevor man es kauft, will man es ja vielleicht mal antesten. Ja, also man kann es ja sozusagen runterladen, testen, nur kein neues Layout abspeichern. Das alles kannst du sonst machen. Und man muss jetzt sozusagen den Shop einbinden, dass wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte Package 1 kaufen, dass das ja auch funktioniert. Und dann haben wir natürlich die Problematik, wir werden 3 Packages vermutlich machen, Basis, Mittel und die Vollversion. Und jetzt habe ich jemanden, der hat sich die Basisversion gekauft. Für 6 Monate, weil so lang ist unser Zeitraum, ist das Ding jetzt gültig und nach 2 Monaten stellt er fest, warte mal, ich brauche mehr, ich möchte upgraden. Dann will ich ja nicht nochmal den vollen Preis verlangen, sondern die Differenz. Und solche Geschichten sind etwas komplexer, wie wir wirklich dachten. Also das schlaucht uns momentan und wir sitzen jetzt seit 2 Wochen an diesem Shop dran und sind immer noch nicht so wirklich weiter. Es tut sich langsam was. Wir können jetzt schon auslesen, wenn man es gekauft hat, wie lange hast du noch Restlaufzeit und solche Geschichten. Aber das eigentliche Kaufen dauert noch ein Ticken. Okay. Wir werden es also bis Chantilly nicht schaffen. Nächste Saison. Ja, wir bleiben auf jeden Fall am Ball. Ja. Ramona, es war sehr schön, dass du den weiten Weg hier zu uns in den Shop, in die Show geschafft hast. Danke, danke. Gerne. Jederzeit wieder. Sobald es draußen ist, schauen wir mal. Und wir gucken nochmal, was ihr schon Team macht und vielleicht sehen wir das eine oder andere CPL-Team ja auch schon mit eurer App. Ja, ein paar haben schon. Kannst du ein paar nennen? Wir haben Rammstein Instinct. Okay. Wir haben Edmonton Impact. Okay. Ich habe mit Todd Martinez gesprochen. Ich weiß nicht, ob er sie jetzt schon runtergeladen hat. Zugang hätte er. ML Kings. Wir sind noch Sprechen mit 5 Star Lider. Wir hatten Kontakt mit den Tontons, die haben sie aber leider nicht mehr gerührt. Okay. Breakouts Bar hat sie nicht mehr gerührt. Ja, das kennt man aber. Das sind die sind sehr gemütlich. Wenn Impact gewinnt, wissen wir, dass das in eurer App lag. Sie hatten es schon beim letzten Event. Haben sie gewonnen? Ja, was fragt ihr noch? Also, ne? Wo ist, nimm unser Geld. Genau, nochmal danke. Bitte. Wir hoffen, ihr habt... nee, die haben nicht gewonnen. Die Russen haben, glaube ich, gewonnen. Die haben gegen die Russen im Finale abgegeben. Ich weiß es nicht. Hatten sie gerade kein Internet offen? Muss man Internet haben? Nein, werbefrei und alles komplett offline natürlich. Wir haben uns Gedanken dabei gemacht. Ja, werbefrei. In dem Sinne, wir wünschen euch einen schönen... Was haben wir denn? Wochenende? Wir sind Freitag. Wochenende. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Erste, zweite Bundesliga, guckt euch den Livestream an oder so. Ich bin leider nicht vor Ort, aber bis bald mal wieder. Danke. Tschüss. Cool.